Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, gestern noch gerade ein Ansagevideo gemacht, dass es an Abwechslung im Late-Game-Bereich fehlt. Heute kommt ein neues Update, eine neue Update-Ankündigung zu einem komplett neuen Quest-System. Ja? Und das möchte ich euch ganz gerne mal vorstellen. Nächste Woche gibt es dazu eine Beta, die man testen kann, wo man das ganze System ausprobieren kann. Ich habe dafür einen Beta-Code erhalten, das heißt, ich bin auf jeden Fall safe dabei. Ich glaube, das ist wieder auf 500 Plätze limitiert. Deswegen, falls ihr da auf jeden Fall in Zukunft nichts zu diesem Update verpassen wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier auf diesem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Aber jetzt genug von der schamlosen Eigenwerbung. Jetzt gehen wir mal rein in die News. Und zwar musste ich da zuallererst wirklich an den Chris, den Ignil, denken, der jetzt gerade vor ein paar Tagen hier gewesen ist, um mir den Bart abzurasieren, weil der hatte immer gepredigt, dass dieses normale Alu-Quest-System, so dieses, ne, wenn man hier was auswählt und dann hat man 3 Möglichkeiten, das, was schon seit Anfang an im Game ist, dass das halt irgendwann mit der Zeit öde wird. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwo wurde er jetzt auf einer der stärksten Late-Game-Spieler irgendwo auch gehört. Und es kommt so eine Art Event. Aber wir gucken mal rein. Ja, ich will hier gar nicht weiter drum herum reden. Closed Beta Test. Entdecke das neue Expeditions-Event. Das in der Beta präsentierte Expeditions-Event entspricht nicht dem finalen Release-Zustand. Wir möchten vor Veröffentlichung frühzeitig umfangreiches Spielerfeedback einholen. Also bevor das Ganze live kommt, werden wir als Community dort nochmal mit einbezogen. Sehr schöne Sache. Folgende Umsetzungen sind noch in Entwicklung. Pop-up-Nachrichten, Tutorial, Infoscreen, Loop-Button, alle Grafiken, Platzhalter, keine finalen Animationen, nur 2 Gebiete. Der Schwarzwassersumpf, die Klingengrabstätte, ja, und das Feedback ist natürlich sehr gerne erwünscht. Dungeon-Schlüssel und Pet-Eier können nicht durch die Expedition freigeschaltet werden. So, das ist erstmal, ne, bevor wir überhaupt reingehen und gucken, worum es geht, lesen wir uns erstmal durch, was überhaupt Player Games von uns verlangt, sag ich mal, durch diese Beta, die vorher stattfindet. Obwohl der generelle Ablauf der Expedition feststeht, freuen wir uns dennoch über Feedback von euch zu folgenden Punkten. Macht euch das Feature Spaß? Würdet ihr euch eure Abenteuerlust für die Expedition anstatt für die klassischen Abenteuer ausgeben? Findet ihr die Belohnungen angemessen? Versteht ihr die Regeln der Expedition? Was haltet ihr von der Thematik der Begegnungszyklen? Sind die Zusammenhänge gut nachvollziehbar? Fühlt sich der Rhythmus, in dem sich neue Begegnungen freischalten, gut an? Habt ihr weitere Wünsche für das Expeditions-Event? Nehmt bitte an der Beta-Umfrage teil. Den Link findet ihr im Postfach. So, ist noch nicht draußen, kommt aber dann nächste Woche. Wir werden einen Code verteilen, der bis zu 500 Registrierungen zulässt. Also ist wirklich begrenzt. Ja. Und jetzt, das war erstmal so vorab, wofür die ganze Beta gut ist. Jetzt gehen wir mal genauer darauf ein, was überhaupt dieses Expeditions-Event ist. Ja, Producer Notes. Die nächste Closed Beta steht vor der Tür. Diesmal werdet ihr die Chance haben, ein neues Event auszuprobieren, welche eine Alternative darstellt, um Abenteuerlust auszugeben. Das Expeditions-Event. In dieser Producer Notes erhaltet ihr Hintergrundinfos darüber, warum wir das Event entwickelt haben. Lest euch die Ankündigung in den News durch, um weitere Details zur Closed Beta zu erhalten. Also das ist jetzt quasi der zweite von 3 Stichpunkten, die wir heute abhaken. Das ist jetzt erstmal so der Hintergrund, warum überhaupt dieses Event ist. Und zu guter Letzt, das seht ihr hier am den 3. Tab hier oben, zeige ich euch, was das Expeditions-Event überhaupt mit sich bringt. Ja? Was sind die Ziele des neuen Expeditions-Events? Shakes and Fidget feiert diesen Sommer 14-jähriges Jubiläum und genauso lange begleiten uns die Abenteuer. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels, um den täglichen Fortschritt des Charakters voranzutreiben. Wir haben festgestellt, dass diese gleichbleibende Routine, um Abenteuerlust zu verbrauchen, bei vielen Spielern nicht für den gewünschten Spielspaß sorgt. Anstatt nun ein Feature zu entwickeln, welches die tägliche Spielzeit erhöht und eine zusätzliche Investition erfordert, haben wir uns eine Alternative für das Ausgeben von Abenteuerlust überlegt. Dabei haben wir uns an folgende Vorgaben gehalten. Auch das, was ich gestern in dem Video genannt hatte, dass halt neue Features immer schwierig zu beobachten sind, weil das Kontingent natürlich bei vielen jetzt schon verbraucht bzw. erreicht ist und das Spiel halt wirklich schon sehr vollgepackt ist. Deswegen kann man jetzt nur durch solche Mittelwege das vielleicht durch Abänderungen schaffen. Anstatt nun ein Feature zu entwickeln, welches das
das hatten wir schon. Okay, Abenteuerlust, dabei haben wir uns folgende Vorgaben gehalten. Im späten Spielverlauf muss es weniger Klicks bedeuten, als die derzeitige Art Abenteuerlust zu verspielen. Auch das Spammen der Enter-Taste muss erhalten bleiben. Das Reittier sollte nicht nur die Wartezeit verringern, sondern auch den Ressourcengewinn erhöhen. Der Spieler soll weiterhin entscheiden können, ob er stärker mit dem Fokus auf Ressourcen oder auf Erfahrungsgewinn spielt, im gleichen Maße, wie es derzeit im Spiel implementiert ist. Die Beute, die man pro verbrauchte Abenteuerlust bekommt, muss gleich bleiben. Es soll sich so anfühlen, als ob man tatsächlich ein Abenteuer bestreitet, indem man selbst die Entscheidungen trifft und Einfluss auf den Ausgang des hat. Eine alternative Methode, um Abenteuerlust auszugeben, wird als Event geplant, bei dem zwar keine Pet-Eier, aber Dungeon-Schlüssel gefunden werden können. Deshalb haben wir die Expedition entwickelt. Die Expedition berücksichtigen die oben genannten Bedingungen, sodass wir nun innerhalb der Beta testen wollen, wie diese Alternative zu den klassischen Abenteuern in der Form eines Events ankommen. Dafür haben wir einen neuen NPC eingeführt, eine ältere Forscherin, die die Expedition während des Events vom Tresen der Taverne aus leitet. Jede Expedition verfolgt einen speziellen Auftrag, der den Spieler bei Erfüllung mit extra Heldenmut belohnt. Also das wird dann diese Währung sein hier. Da kommen wir nachher später nochmal drauf zu reden. Das Reittier reduziert die Wartezeiten pro Expedition und erhöht die Belohnungen in der, das ist auch so klein geschrieben hier, Entwertung. Allerdings reduziert es nicht wie in den klassischen Abenteuern die Abenteuerlust Kosten. Auf insgesamt 10 Lichtungen muss sich der Spieler je für eine der Begegnungen entscheiden, um vorangehen zu können. Der Verbrauch von Abenteuerlust für die Expedition schaltet nach einer bestimmten Anzahl jeweils neue Begegnungen frei, um den Spieler nicht zu überfordern. Ja, zum Schluss hat die LRS bei mir gekickt, Alter. Aber es ist auch wirklich ziemlich klein geschrieben hier, das Ganze. Okay. Ja, also die Bedingungen stehen fest für dieses Event, ne, was damit geplant ist, wie die Voraussetzungen sind und was so die Hintergedanken waren bei diesem Event. Jetzt gehen wir zum eigentlichen Hauptkern des Videos, und zwar, was ist überhaupt das Expeditionsevent, worum handelt es sich, und das werden wir jetzt auch nochmal ganz kurz hier durchgehen. Das Expeditionsevent trifft die wissbegierige Forscherin in der Taverne an und erhalte eine neue Möglichkeit, deine Abenteuerlust zu verbrauchen. Reise durch 2 gefährliche Gebiete, um deinen individuellen Auftrag zu erfüllen. Wähle auf insgesamt 10 Lichtungen je eine der Begegnungen aus, um dein Heldentum zu steigern. Irgendwie hatte ich gerade Heldenturm im Kopf, ich weiß nicht warum. Und am Ende einen Erfahrungsbonus zu erhalten. Okay, also das ist so der Kern, sag ich mal. Also du hast wie wahrscheinlich im Legendary Dungeon immer 2 Möglichkeiten und musst die richtige wählen wahrscheinlich, um extra XP zu erhalten. Einige der Begegnungen geben dir zwar kein Heldentum oder reduzieren diese sogar, aber es kann sich durchaus für dich lohnen, diese trotzdem auszuwählen. Expeditionsauswahl. In der Expeditionsauswahl kannst du dich zwischen 2 Expeditionen entscheiden. Jede Expedition besteht aus einem assoziierten Auftrag, der dich in 2 Gebiete führt und Abenteuerlust kostet. Es ist dir überlassen, ob du lieber viele günstigere oder wenige teure Expeditionen antreten möchtest. Die Belohnungen sind in ihrer Summe gleich. Ja, also du kannst dir quasi dann aussuchen, auf was du dann wirklich mehr spielen willst. Ne? XP, Gold, das kannst du nach wie vor immer noch machen. Ressourcen, es ist halt jetzt nur eine andere Möglichkeit. So, ne? Dein Reiter erhöht deine gewonnenen Belohnungen und verkürzt deine Wartezeit. Während du deine Expedition bestreitest, kannst du parallel in Dungeons oder Arena kämpfen. Den klassischen Abenteuermodus kannst du allerdings erst bestreiten, wenn du von deinem Auftrag wieder in der Taverne zurückgekehrt bist. Auftrag. Jeder Auftrag gibt dir die Möglichkeit, eine extra Portion Heldentum zu sammeln. Solltest du deinen Auftrag nicht abschließen, kann es sein, dass du am Ende der Expedition Heldentum verlierst. Alle Aufträge sowie ihre Bedingungen findest du hier zusammengefasst. So, das ist so eine kleine Übersicht mal über die
über die Expeditionen hier, die man anscheinend bestreiten kann. Und hier sieht man schon die verschiedenen Sachen aufgelistet und die bringen dir immer entweder Heldentum oder du tauscht Heldentum dagegen ein oder bekommst irgendwelche anderen Buffs oder so. This establishment lacks civilized utilities, get me 3 piles of toilet paper. Was das jetzt genau bedeutet, keine Ahnung. Ja, aber das werden wir herausfinden alles. Dragon Taming. Every encounter with a dragon will increase your heroism. Also wenn du auf Drachen stößt, dann steigt dein Heldentum, so, ne, was dir dann wiederum einen höheren XP-Vorteil liefert. I'm interested in a life circle of a phoenix, collect the burnout campfire, gibt dir 3. Will you be able to meet the very rare magical unicorn? Ja, gibt dir dann 10 Heldentum. Every cake you eat will add extra heroism, Heroin, ja, gibt dir extra Heroin. Eat your own risk. Also das ist so ein Gamble wahrscheinlich. Da kannst du dann aussuchen, ob du das isst oder nicht und kriegst dann Heldentum oder bekommst du vielleicht das abgezogen. Climb the winner podium and get a huge amount of heroism every time. Das gibt sehr viel. Hier tauschen wir zum Beispiel was. I saw underwear on the side of a road. You urgently need to return it to the lady. Also das ist so eine Quest, die man dann macht. Man tauscht was, man gewinnt was, man verliert was so. Ne? Hier, please help my old friend Klaus and find his lost body parts. Also man kann das wahrscheinlich auch noch deutlich vergrößern, das ganze Thema, beziehungsweise neue Quests beim nächsten Event hinzufügen und so. Ne? Also das sind jetzt momentan gerade die Task-Types. Lichtung. Der Großteil deiner Expedition spielt sich auf insgesamt 10 Lichtungen ab. Auf jeder Lichtung machst du generell 3 Begegnungen, wobei du dich stets für eine der Begegnungen entscheiden musst, um zur nächsten Lichtung voranschreiten zu können. Du bestreitest stets 5 Lichtungen hintereinander. Nach der 5. und 10. Lichtung folgt jeweils ein Kampf gegen ein heimisches Monster. Schließlich endet deine Reise mit einer Endwertung. Begegnung. Jede Begegnung hat einen definierten Heldentumwert, den du beim Klicken auf die Begegnung gutgeschrieben bekommst. Jede Begegnung ist ein Teil eines Begegnungszyklus. Entscheidest du dich für eine Begegnung, dann kannst du auf den Lichtungen danach die darauffolgende Begegnung aus demselben Zyklus antreffen. Also machst du eine Entscheidung, sind die Lichtungen bzw. die Begegnungen danach dann aus demselben Zyklus anscheinend. Beachte dabei, dass das jeweilige Limit pro Expedition. Davon ist abhängig, wie oft du einen Begegnungszyklus durchlaufen kannst, bis du diesen nicht mehr auf deiner Reise antriffst. Manche Begegnungszyklen bleiben nach einem einmaligen Durchlauf bei der letzten Begegnung im Zyklus stehen und geben dann kein Heldentum mehr oder reduzieren dieses nur noch. Es ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen jetzt, wenn man sich das so durchliest und anhört, aber ich denke mal, wenn man das dann nachher im Spiel sieht, ist das hoffentlich ein bisschen selbsterklärender. Okay, hier haben wir weitere Informationen zu allen einzelnen Begegnungszyklen. Können wir uns auch mal anschauen. Ja, wir zoomen mal ein bisschen ran. Hand, Feet, Body, Klaus. Well, Girl, Balloon. Ja, Socks, Clothpile, Couple. Horn, Donkey, Rainbow, Unicorn, also das sind wahrscheinlich alles Sachen, die verschiedene Boni geben hier. Gucken wir mal bei Encounter. Small Hurdle, Winner Podium, also ja, das sind die Sachen, die wir hier davor schon gesehen haben, hier bei denen, die wir wahrscheinlich sammeln müssen oder so, die uns dann beeinflussen lassen, auf welche Strategie wir fahren wollen, um halt für uns das Beste für unseren jeweiligen Playstyle rausholen zu können. So sehe ich das jetzt zurzeit. Ja. Und hier an der Seite nochmal: If you eat a cake, you will gain 5 Heroism, but at the next clearing you will only meet 1 encounter. Ja, man muss dann abwägen, ne? Es gibt dann Vor- und Nachteile anscheinend. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Der Kampf. Sobald du die 5. und 10. Lichtung hinter dir lässt, stößt du auf eines der Monster in diesem Gebiet. Dieses Biest musst du in einem Kampf besiegen. Dein Sieg wird meistens mit Gegenständen belohnt. Beutefund. Hast du das erste Monster, welches sich dir nach der 5. Lichtung in den Weg stellt, heldenhaft besiegt, werden dir bis zu 3 Belohnungen angeboten, von denen du allerdings nur eine wählen und mitnehmen darfst.
Wartezeit. Das viele Wandern und Kämpfen hat dich sehr erschöpft. Daher musst du ein wenig rasten, bevor du ins nächste Gebiet aufbrechen kannst. Sanduhren sowie das Schauen der Flimmerkisten überspringen deine Wartezeit. Also, es sind nicht unbedingt Pilze hier notwendig, sondern Sanduhren und Flimmerkisten können hierbei dann auch genutzt werden. Das ist eigentlich genau wie bei der normalen Alu auch, ne? Sanduhren und Flimmerkisten zum Überspringen auf dem Handy, ne? Ja. Endwertung. Die Berechnung deiner Endwertung beginnt, wenn du nach dem Verlassen der 10. Lichtung das letzte Monster bezwungen hast. Anhand der Sterne wird dir angezeigt, wie gut du dich auf dieser Expedition geschlagen hast. Die Anzahl der Sterne hängt von der Höhe deines angesammelten Heldentums ab. Je mehr Sterne du bekommst, desto höher fällt dein Bonus aus, den du an Erfahrung erhältst. Unter 30 Punkte sind 0 Sterne, keine extra XP. 30 Punkte und alles darüber, 1 Stern, 10% extra XP, alles über 40 Punkte, 2 Sterne, 15% extra XP und 50 und mehr Punkte, oder ich weiß nicht, ob das maximal ist, das sind 3 Sterne und 20% extra XP. Ja, das ist dann quasi das, was man dann hier auch rausholen kann aus diesem neuen Feature. So, ich muss dazu sagen, das finde ich schon sehr cool. Hier wurde wirklich, muss ich echt mal so sagen, auf den Vorschlag von Chris gehört, der halt eben wirklich kritisiert hatte, dass dieses normale Alu-Geklicke über Jahre, Jahrzehnte halt irgendwo general überholt werden müsste und man sich dadurch halt eben ein bisschen, individualisieren kann und um den ganzen bisschen frischen Wind einzuhauchen. Und ich denke mal, das ist auch sowohl für den Early- als auch Mid- und Late-Game-Bereich, das ist für alle ein gleiches Update, sag ich mal. Es ist jetzt ein Event wie jedes andere auch so, also wenn es jetzt irgendwie ein Epic-Event oder Gold- und Erfahrungs-Event ist, dieses Expeditionsevent reiht sich da jetzt mit in diesen Zyklus mit ein, wie auch immer der denn sein wird. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden das Ganze nächste Woche kritisch unter die Lupe nehmen, werden sehen, was das Ganze so bringt, wie das Ganze aufgelistet ist, wie das Ganze auch animiert ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das wird wieder eine neue Reise werden. Und das sind so die neuesten News, die ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollte. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann lohnt es sich auf jeden Fall hier dran zu bleiben. Ich bin selbst sehr gespannt. Nach dem Video gestern mit so einem Video heute hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, aber so ist es nun mal. Ich freue mich und schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne eure Meinung schon mal dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.